Die Auswahl an extrem hochwertigen Recurve-Bögen aus Asien ist groß. Hier kommt ein weiterer. Das ist das Argon X Mittelteil von Fivix. Es ist das neue Spitzenmodell der Koreaner für die Saison 2021 und wir werfen heute mal einen strengen Blick darauf. Wenn man Fivix eine Schwäche unterstellen möchte, dann wohl zuerst, dass sie im Marketing etwas zurückhaltend sind. Die Qualität der Produkte aus Korea stimmt eigentlich schon recht lange, aber wie auch Win&Win und MK sind sie da einfach ein bisschen zurückhaltender im Vergleich zur US-amerikanischen Konkurrenz. Da kann dann beim einen oder anderen schon mal das Gefühl entstehen, dass wir es hier mit einem Hersteller aus der zweiten Liga zu tun haben. Meiner Meinung nach ist das ein richtiger Trugschluss. Fivix spielt mit ihren Produkten ganz oben mit und mit dem Argon X zeigen sie mal wieder, was sie können. Ich bin begeistert, aber greife da jetzt mal noch nicht vor. Wie immer, erstmal die Basics. Das Argon X ist ein Alu-Mittelteil, 25 Zoll lang und natürlich mit ILF-Wurfarmaufnahme. Es gibt auch eine 27 Zoll Version und es gibt den Bogen für Rechtshand und Linkshand. Aber nur Rechtshand und nur 25 Zoll sind regulär lieferbar. Alle anderen Versionen sind Sonderbestellungen mit langen Lieferzeiten. Also wir reden hier von mehreren Monaten. Das Mittelteil wiegt laut Hersteller 1330 Gramm und ich habe es heute nachgewogen und kam auf den Gramm oder das Gramm genau auf die gleiche Zahl. Das kommt quasi nie vor, deswegen ist eine Kleinigkeit, aber gibt von mir direkt schon mal einen Pluspunkt. Als nächstes möchte ich dann mal über das Design sprechen. Fivix trifft mit ihren Bögen seit Jahren bei mir einen Nerv und das fing schon mit dem Titania X an und setzt sich mit der 2021er Serie quasi bei allen Bögen weiter fort. Ich könnte da blind reingreifen, mir gefällt da eigentlich alles. Die Konstruktion des Argon X in dem Fall kann man, würde ich sagen, als luftiges Fachwerk bezeichnen. Wir haben hier wirklich überall Ausschnitte und ja, wo man eigentlich nur Ausschnitte haben kann. Besonders hervorzuheben, finde ich, sind die Aussparungen unter der Wurfarmaufnahme. Hier ist gerade noch so viel Material, dass das Gewinde für die Tillerschraube ihren Platz findet. Der Rest ist, ja, luftig. Ich wiederhole mich, aber ein anderes Wort fällt mir hierfür einfach nicht ein. Auch unter der Griffschale haben wir hier noch eine Aussparung, über die habe ich im Video zum Win&Win Winex 2021 schon gesprochen, weil mir das eben sehr gut gefällt. Für Leute, die ein Griffband wickeln, die können hier prima durch diese Aussparung, durch dieses Loch durchwickeln. Tja, und sogar die Klickerplatte weist neben gelaserten Markierungen eine ja, winzig kleine Fachwerkkonstruktion auf. Total unnötig, das ist klar, aber ja, mich macht das richtig an. Das kann ich echt nicht abstreiten. Das sind alles Designelemente, die mir super gut gefallen. Direkt neben der Klickerplatte findet sich ein weiteres nettes Detail. Und zwar gelaserte Markierungen, die dabei helfen, die Pfeilauflage gerade aufzukleben. Also diese Linien hier. Finde ich super. Das ist das erste Mal, dass Fivix das so macht. Wirklich nur ein Detail, aber gefällt mir richtig gut. An der Vorderseite, am Bogenfenster, hat sich Fivix dazu entschieden, eine Seite zu runden und die andere Seite mit einer Faser zu versehen. Also die Kante 45 Grad abzuschrägen. Auf der Rückseite wiederum sind beide Seiten gefasst. Das finde ich irgendwie seltsam, muss ich sagen, aber vielleicht wurde ihnen das Design ab einem bestimmten Punkt auch ein bisschen zu krass. Diese ganzen Ecken und Kanten und vielleicht wollten sie da ein bisschen was Organischeres reinbringen. Ja, Ecken und Kanten gibt es auf jeden Fall mehr als genug. An der Wurfarmaufnahme sind überall diese Vertiefungen noch extra reingefräst und auch unter der Griffschale geht es auch nochmal hier so rein. Also ja, mutiges Design. Wo wir schon bei der Griffschale sind, diese ist aus Holz und hat die für Fivix typische Form mit diesem Versatz auf der Unterseite. Auch das finde ich schick und das ist ja mittlerweile auch zum Markenzeichen der Fivix-Bögen geworden. Das Logo ist hier auf der Seite reingefräst und das kann man richtig fühlen. Und die ganze Griffschale macht einen super hochwertigen Eindruck, also ist ein echter Handschmeichler. Ich mag Holzgriffschalen sowieso und finde das schön, gerade bei den High-End-Bögen, dass die dann auch standardmäßig mitgeliefert werden. Die Auflagefläche von der Griffschale ist ganz leicht gebogen, aber wirklich nur minimal und man hat hier wirklich eine relativ große und gerade Fläche. Die Form entspricht damit, ich sag mal, so ein bisschen dem Trend aktuell. Wer sehr runde Griffschalen mag, für den ist das nix. Ich käme mit dieser Griffschale ziemlich gut klar, bin ich überzeugt. Bevor ich es vergesse, sprechen wir noch kurz über die Farben. Fivix bietet das Argon X in 8 Farben an. Blau, Sky, also hellblau, Grün, Orange, Rot, Lila, Schwarz und Silber. Alle Farben sind wie dieser grüne Bogen hier matt eloxiert und es sind durch die Bank richtig kräftige Farben.
Und dann möchte ich zu guter Letzt noch auf eine Besonderheit eingehen und das sind die Wurfarmaufnahmen. Entgegen dem Trend setzt Fivix hier weiter auf eine seitliche Verstellung mittels Passscheiben. Die großen Schraubenköpfe, die hier außen zu sehen sind, waren bis zuletzt auch ein Markenzeichen von Fivix. Nun haben sie das System aber beim neuen Titan NX und Velator V3 geändert. Beim Argon X kommt es weiter zum Einsatz, also dieses, naja, klassische System kann man schon sagen. Werfen wir doch mal einen Blick darauf. Für die seitliche Verstellung muss man hier diese Schraube lösen. Dann kann ich da einzelne Scheiben rausnehmen. Ich zeige das mal. Dann hat man hier einzelne Scheiben, Unterlegscheiben oder Passscheiben, die man dann reinlegen kann oder auf die andere Seite setzen kann. Also man kann eben das von rechts nach links tauschen. Man sieht das hier vielleicht, da ist auch eine Beschriftung drauf. Es gibt da unterschiedliche 0,2 mm ist das hier, 0,15, wir haben auch 0,1 und 0,05 mm. Also es gibt unterschiedliche Schritte. Das kann man also jetzt dann damit sehr fein in Minimalschritt von 0,05 mm nach rechts und links verstellen. Ja, das hat nun Vor- und Nachteile. Klarer Nachteil, das ist relativ schnell ersichtlich. Jeder, der das System kennt, weiß das sowieso. Man muss dafür den Bogen abspannen. Man muss also die Wurfarme rausnehmen, kann das dann tauschen, spannt den Bogen wieder auf und muss es dann wieder kontrollieren. Das ist ein bisschen aufwendig, aber es hat auch Vorteile. Zum Ersten ist das sehr präzise. Also 0,05 mm als dünnste Scheibe, die dabei ist. Wenn man das mit diesem üblichen System der beweglichen Blöcke vergleicht, die dann von beiden Seiten mit einer Gewindestift oder mit Gewindestiften gekontert sind, bei der üblichen Größe M5 zum Beispiel ist 0,05 mm eine Sechzehntel Umdrehung. Also das muss man auch erstmal so fein einstellen können. Der zweite Vorteil ist, das kann sich auch nicht mehr unbemerkt verstellen. Also wenn man da jetzt eine Einstellung gefunden hat, hat die Scheiben nach rechts oder links geschoben, schraubt es fest zu, dann bleibt das so und dann weiß man auch, dass es so ist und dass es sich nicht verstellen kann. Man braucht das nicht nachmessen oder kontrollieren, solange sich das hier nicht gelöst hat, stimmt es. Und daran denkt vielleicht nicht jeder sofort, wenn man die Scheiben verwendet, dann kann man sich seine Einstellung notieren. Also welche und wie viele Scheiben man links und rechts hat, das kann man leicht aufschreiben und kann diese Seitenverstellung, genau wie man sie für ein bestimmtes Paar Wurfarme oder ein bestimmtes Setup eingestellt hat, im Grunde ohne Kontrolle wiederfinden. Man kann die einfach so reinsetzen, zuschrauben und dann passt es wieder. Wenn das Mittelteil und die Wurfarme präzise gefertigt sind, sollte es eigentlich eh nicht so viel Verstellbereich brauchen. Vielleicht spricht das einfach ein bisschen für das Selbstbewusstsein, was Fivix in seinem Material hat. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich finde das eigentlich sehr schön, dass Fivix sich für diesen Weg entscheidet. Damit bin ich im Prinzip durch mit allem, was mir zum Argon X von Fivix einfällt. Meiner Meinung nach zeigt Fivix, wo sie mittlerweile stehen. Ich meine, man darf nicht vergessen, welche Entwicklung die Marke hingelegt hat. Vor 10 Jahren erst wurde aus Soma Fivix und der Hersteller dann langsam zu einem ernstzunehmenden Player im High-End-Sektor. Das Argon X ist auf jeden Fall ein gelungenes Mittelteil für ambitionierte Schützinnen und Schützen. Technisch nichts Aufregendes, aber durch und durch gut gemacht mit ein paar durchdachten Details. Wem der Bogen so gut gefällt wie mir, der wird ansonsten auch keine Argumente brauchen, schätze ich, denn das Design spielt in einer eigenen Liga. Preislich liegt es momentan etwas über 600 €, also damit definitiv Premium-Segment und preislich auf dem gleichen Level, wo auch die Premium-Alu-Mittelteile von Win&Win liegen. Aber das geht für mich in Ordnung, muss ich sagen, vor allem da ich auch nicht wirklich etwas zu kritisieren habe. Das war es wie immer von mir und heute vom neuen Fivix Argon X Recurve-Mittelteil. Was sagt ihr? Gefällt's euch? Gibt es noch Fragen? Habe ich noch etwas vergessen, auf das ich noch hätte eingehen sollen? Wenn ja, freue ich mich auf eure Kommentare. Wie immer natürlich auch über Likes und Abos. Wir haben durch die Bank viel mehr Aufrufe auf den Videos, als den Kanal tatsächlich abonniert haben. Wenn ihr uns also was Gutes tun wollt, abonniert den Kanal. Tut nicht weh, kostet nichts und hilft mir und uns, weiter solche Videos wie dieses zu produzieren. Den Link zum Produkt findet ihr natürlich in der Beschreibung unter diesem Video. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.